So, willkommen zurück. Wir wollten uns jetzt mit Margaret White unterhalten. Und das machen wir jetzt auch. Nach einem kleinen Ladepäuschen. Good day to you, miss. You have some very beautiful plants here. Why, thank you, sir. And good day to you too. But... Oh, I do beg your pardon. My name is Dr. John Watson. This is my good friend, Mr. Sherlock Holmes. I am honored to make your acquaintance, gentlemen. My name is Margaret White. Excuse me, but are you Sherlock Holmes, the great detective? Yes, I am he. What a pleasure to see you here at Kew Gardens. Are you working on a case? Ja, nein, vielleicht. Aber wir schauen sie uns erstmal an. Sie sieht etwas beunruhigt aus. Nichts. Oh, was hat sie denn an den Händen gemacht? Ja, das haben wir ja nun... Was? Yes, a theft of plants that took place here a few days ago after their most recent exhibition. Oh yes, of course. I quite forgot about that. Oh, it's quite understandable that you might forget about the theft of the plants, miss, after the tragedy that took place here. Yes. The director was a truly good man. It is such a terrible misfortune. Oh, haben sich ein paar Sachen ergeben, gerade eben, spontan. Would you happen to know why part of the colonial collection was cleared? No, I have never been there. Do you work here? Part-time only. I am a biology student at the London University. I attend the same classes as the son of Mr. Montague Dunn. That is how I found my chance to work here for part of my thesis, you see. It is a great honor. Das hat sie aber etwas komisch, etwas merkwürdig betont. How well did you know Mr. Montague Dunn? He was a master, a great leader. I saw him almost as a spiritual father. He had an exceptional nature? Oh yes, indeed. He was always so active and so optimistic and very nice to me. Although he could behave harshly towards his son. Why so? He loved his son dearly and wanted the very best for him. It made him extremely demanding. Albert, who is naturally shy, suffered because of it. Ja, so kann man das auch nett und freundlich umschreiben. The Divine Syndicate. Does that name mean anything to you, by any chance? Not at all. But it is a very pretty name. Most of the doors in Kew Gardens are locked. Do you have a key to this room? Oh, yes. Albert gave me a set of duplicate keys. He agreed I might carry out my studies without disturbing him. It is only temporary. Thank you, miss. None of the 3 people who work at Kew Gardens know why half of the colonial collection was cleared. So, someone is lying. It is obvious. Das, hätte ich dir auch sagen können, mein Lieber. Achso, das Fenster ging automatisch wieder zu. Von daher. Können wir die einmal aufschließen? Ach, hier ist auf einmal offen. Ja, natürlich. A ventilation system. It should regulate the temperature of the staff buildings. Mhm, okay. Gut. Da kann man sicherlich mit B etwas anfangen. Es war jetzt Studium, es war jetzt und dann... Nein. Es war jetzt Familie. Nein. Alberts Ambition. Nein.
Gar nichts. Gut, nehmen wir hin. Miss Whites Familie, Miss White und dann Whites soziale Lage. Sie kommt, Margaret Whites Studium und soziale Situationen hingen vollständig von Montague Dunns Vermögen ab. Dann haben wir Alberts Ambitionen und Vergiftung und nein. Tödliche, nein. Was? Nichts von denen lässt sich miteinander kombinieren. Das ist unerhört. Da haben wir schon so viele Sachen rausgefunden und können nichts gedanklich verwerten. So eine Bodenlosigkeit. Können wir hier noch irgendwie? Nö. Okay, schauen wir uns noch mal etwas genauer. Was sagt denn eigentlich unser... Hier. Finden Sie heraus, wer ihn getötet hat. Finden Sie die Pflanzen nach der letzten Ausstellung gestohlen wurden. Finden Sie die Pflanze, mit der Montag dann getötet wurde. Setzen Sie Toby... Ah, ja. Toby. Dann können wir noch mit den Leuten fertig reden. Das sollten wir aber vorher machen. Und dann können wir uns ja den Toby ranholen. Jetzt rennen wir hier... Jetzt beweg dich! Jetzt rennen wir hier einmal durch den gesamten Laden. Ach so. Einfach bloß... Es endet hier auch der Wasserschlauch. Gut, dann einmal hier durch, dann einmal wieder nach rechts hier raus und genau, dann haben wir hier noch diesen vollkommen nichtssagenden Palmraum und dann müsste hier genau dort Albert sein. I perceive that you are passionate about the Royal Navy. Passionate? No, not really. I like ships, that is all. Are you quite sure? You do not seem to be so interested in plants. It's difficult, that's all. My future is here. It has never been about anything else. Naja. Und was ist mit deinem... Alberts Hoffnung? And yet I know that the Royal Naval College rejected your application. Ah, you truly are as clever as they say. Yes, that's correct. And in fact, my father was strongly against the idea. He did his best to ruin my plans, although I almost did succeed. But my dreams were shattered, Mr. Holmes. Thank you, young man. We shall see you again soon. Mhm. Alberts Ambition, Alberts Demütigung. Alberts Motiv. Albert hatte ein Motiv für den Mord an seinem Vater, Montague Dunn. Dieser hatte seinen Traum zerstört, sich der Royal Navy anzuschließen. Durch den Mord hätte sich Albert nicht nur gerecht, sondern auch die Nachfolge seines Vaters als Direktor von Kew Gardens übernehmen können. Er wollte aber nicht in Kew Gardens arbeiten, er wollte ja zur Marine gehen. Von daher ist das... Genau, die anderen hatten wir nämlich alle schon. Vielleicht etwas weit hergeholt. Aber gut, dazu kommen wir noch. Jetzt wollen wir nochmal mit dir kurz reden. Kurz, also auch die Ladezeit bitte kurz. Mr. Hamish, was someone from your family connected with Kew Gardens? Family? No. I'm the only one with a passion for botany. Das sehe ich aber anders. Was sagt denn das Bild, was wir gefunden haben? Die Fotografie mit dem Vater dazu? I do not think so. This photograph of you and your father at Kew Gardens suggests the opposite. But you have no right to. Do tell us more about your father. He was, indeed, the greatest botanist of his time in the British Empire. He worked together with Montague Dunn until the end of his life. He brought me in at the age of 12. Did he get on well with Mr. Dunn? No, I couldn't say that.
They expanded Kew Gardens together, that was all. And it was all my father's work, for Dunn always lived the high life. So Mr. Dunn was not helping your father? Oh yes, he provided the financial support. And as far as he was concerned, that fulfilled his role. But the worst of it was, he declared himself as the master of Kew Gardens. Fame meant nothing to my father, so it was easy for Mr. Dunn to take all the credit. Und die Büste? There is a bust of Montague Dunn in the nursery. A bust? Oh, that old thing. Further proof of that outrageous ego of his. But why in that room, in particular? Oh, I don't know. It has always been there. Das kann nicht sein. It is strange, because I recovered a fragment of the bust inside the Colonial Collection Room. Really? Oh, well, so I am mistaken. It ought to have been removed during the cleanup. This room is so small. Do you know who moved it? I have no idea. Surely Mr. Dunn requested it. Do you have any more questions like this? Because fragments of rock are not my responsibility. Evidently. Thank you, Mr. Hamish. We shall continue our investigation. Mr. Hamish ist so ein auffälliger Mensch. Er macht sich so verdächtig, dass wir sofort in die Baker Street eilen müssen, um den Hund zu holen. Und unterwegs haben wir ja jetzt einen neuen Gedankenfaden. Hamish, Wut und der neue Direktor. Die hatten nämlich alle ein gutes Motiv. Martin Hamish hatte ein Motiv. Er glaubte, Dunn habe ihm und seinem Vater das Leben ruiniert. Meine Güte, jetzt verheddel ich mich hier mit der Schnur meiner Kopfhörer. Wo war ich? Das Leben ruiniert, indem er das ganze Lob für ihre Verdienste eingeheimst hatte. Hamish wollte die Leitung der Gärten übernehmen, wusste jedoch, dass das nicht möglich war, solange Dunn lebte. Viele kleine Punkte, die wir haben. Aber nichts passt bisher eindeutig zusammen und lässt einen weiteren Schluss zu. Genau. Zeitungen. 89. Skandal bei der göttlichen Gesellschaft. Die göttliche Gesellschaft eingetragen in 48 Grosvenor Street, Carlton Road. Eine Vereinigung von Anhängern des sogenannten Gottkönigs Trevan, die den Schutz von Pflanzen und Bäumen als ihr Ziel vorgeben, steht im Mittelpunkt von polizeilichen Ermittlungen. Die Anführer dieser Vereinigung stehen im Verdacht der Veruntreuung von Vereinsgeldern. Je nach Ausgang der Ermittlungen besteht die Möglichkeit, dass offiziell Anklage erhoben wird. Indes werden viele Stimmen laut, die das Vorgehen der Polizei scharf verurteilen. Das verwundert allerdings nicht, denn diese private Organisation, die sich offenbar den Naturschutz auf den Fahnen geschrieben hat, kann zahlreiche einflussreiche Mitglieder vorweisen, darunter auch bekannte politische Persönlichkeiten der Oppositionspartei. Interessant. Here it is. And here is the Divine Syndicate's address. Perfect. It is time to find out what they have against Montague Dunn. Ja und nein, weil wir brauchen den Toby. Come on, Toby. We have some work for you to do. Let us go to Kew Gardens. Genau, mit dem Hund erstmal nach Kew Gardens. Und dann können wir immer noch zu der göttlichen Gesellschaft. Bei der ich ja gespannt bin, was da so bei rauskommt. Das scheint ja alles etwas gruseliger zu sein von dem Bild, von diesem komischen Trevan-Gott. Aber das sind Religionen nun mal. Gruselige Angelegenheiten. Ja, mal sehen, was das so noch mit sich bringt. Ich hoffe, das sind keine Fanatiker. Sonst hätten wir ja noch ein paar Leute auf der Liste. Derer, die gerne den Herrn Dunn ermordet hätten.
Vielleicht war es ein Gemeinschaftstag. So ein Großprojekt. Jeder durfte mal. Ach, diese langen Fahrten. Also bei Kew Gardens, da fällt das echt auf, wie lange das manchmal sein kann. Und zwar ziemlich lange. Ah, endlich. Endlich sind wir da. Let us take Toby to the laboratory. He will pick up the scent of this mysterious substance. Ja. Search, Toby. Search. Tobi Spezialfähigkeit aktiviert. Wie der immer so fein mit seiner Pfote die Tür öffnen kann. Ja, das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, sie führt in eine andere Richtung. Die Spur. Und sie führt überhaupt hier weg. Das ist ja interessant. Das ist ja zutiefst interessant. Congratulations, Toby. Now let us see what you have found. Da bin ich ja jetzt. This is the bottle that was used in the laboratory. It was buried here. Das ist Glas. There is still some liquid remaining in the bottle, with gold flakes. A tiny caterpillar. Not surprising to see one in a garden, but at the bottom of a bottle. Das ist wiederum ziemlich interessant. Brave Toby. The best nose in the British Empire. So ein feiner. Kann ich zufälligerweise diese Untersuchungen, die ich machen möchte, auch hier durchführen. This is a table. Only this one is kept in... Ja, das hatten wir schon. Aber ich habe eigentlich gehofft, wir könnten das hier machen. Nein, dann müssen wir natürlich müssen wir dafür zurück in die Baker Street. Und das würde ich gerne vor der göttlichen Gesellschaft tun. Aber wenn wir mehr wenn wir mehr Informationen haben, die wir denen entgegenschleudern können, ist das gut. Mehr Information ist mehr gut. Das war ja schon immer so. Überhaupt bin ich gespannt, was mit dieser komischen Gesellschaft wird. Das soll ich... Achso, das soll ich die göttliche Gesellschaft erfragen, genau. Ist dead? Ja, Lüge bezüglich Räumung. Amtshoffnung, das sind die ganzen Motive unter anderem. Die Arbeitsplätze. Diese White hatte gar keinen Arbeitsplatz, den ich gefunden hätte. Na gut, ab in die Baker Street. So, und bevor wir uns hier groß chemisch kümmern, würde ich gerne meinen Anzug umziehen. Der graue gefällt mir sehr, aber ich glaube, wir tragen heute den grünen, weil Botanik und so. Was ist denn, sagen die Hüte was? Alles noch abgeschlossen? Also noch... Das wäre vielleicht sogar mal eine Idee, wenn wir uns so ein bisschen klassisch, noch klassischer... Nein, wir bleiben für die Zeit. Die Krawatte gefällt mir irgendwie nicht. Aber wir bleiben bei grün für diesen Fall. Grün ist die Hoffnung. Und ich glaube, grün passt auch ganz gut. Ne, sollten wir den eigentlich mal im Licht anschauen, aber das werden wir schon hinbekommen. Zuerst schauen wir uns aber die
Let us Chemikalie determine an. just what we have found here. Let us pour liquid from the bottle into a test tube to perform an analysis. Oh, ein bisschen was genommen, wa? Hä? Also, hier oben kann ich es nehmen. A colorless, water-based liquid. Quite a strong floral aroma. Holmes? What are you doing? It has a bitter taste. What if it's poisonous? Did you ever see poison stored in enormous jars like that? Anyway, there is a doctor nearby. So what do you think it is? It is some kind of organic compound. Let us vaporize the liquid and see what happens. Salzig? Kann das sein? Small colorless crystals. Colorless, tiny crystals that are soluble in water, with a floral smell and a bitter taste. Watson, Quinine? could you pass me that small bottle, please? Of course. Here you are. Holmes, do you know what it is? Wagner's reagent. There was a label on the bottle that you passed to me. No, Holmes, I meant the bottle that we found. Let me add the reagent and see if there is any sediment, and then I shall tell you. I need to take a pipette. Ja. Es ist rot. Red sediment, just as I suspected. This liquid is of organic origin. It contains some alkaloid. Most likely it is unstable, and that is why there is a quantity of gold dust to prevent contamination. This mixture is probably a fertilizer. Someone was carrying out unusual experiments in the garden's laboratory. Okay. So, na dann bleibt uns ja nichts mehr anderes übrig. Bis Raupen. Alkaloid und Raupen. Wurden bei einem Experiment verwendet. Na gut. Wir müssen aber gen göttliche Gesellschaft, da dort die nächsten Informationshäppchen auf uns warten. Ich dachte, wir fahren mitten durch die Stadt. Na gut. Wir sehen uns dann dort. Bis dahin. Ciao.